Hallöchen Leute, ich bin endlich wieder da. Habt ihr mich vermisst? Ich habe meine Auszeit sehr viel genossen. Während meiner Auszeit habe ich mir ein paar Themen zu diesem Video überlegt. Es hat eins gegeben, was mehrmals in meinen Gedanken hochkam. Dieses Thema ist Mahlzeit in den USA. Mein Kanal heißt wahrscheinlich nach Florida und ich gebe zu, dieses Video hat eigentlich nicht mit Sehenswürdigkeiten oder Reisetipps zu tun. Trotzdem finde ich dieses Thema interessant. Wie und was essen die Amerikaner? Was sind amerikanische Gewohnheiten und Sitten bezüglich Mahlzeit? Es ist schwierig zu pauschalisieren, denn die USA ist ein großes, vielfältiges Land und ich bin nur ein Amerikaner unter vielen. Jedoch werde ich mein Bestes versuchen, Mahlzeit in den USA zu schildern. Also, los geht's! Nach einer 2011 Umfrage verzichtet 10% der Bevölkerung in den USA auf Frühstück jeden Tag. Amerika ist das Land von los, los, los. Viele Amerikaner fühlen sich morgens gehetzt und sie sagen, dass sie keine Zeit zum Frühstück haben. Die Hektik kann ich nachvollziehen, denn meine Frau und ich haben 3 Kinder und der Schultag fängt früh an. Aber auf Frühstück zu verzichten, das könnte meine Familie sich nie vorstellen. Bei uns zu Hause haben wir eine andere Lösung. Jeden Abend nach Abendbrot bereite ich alles zum nächsten Tag vor. Ich bereite das Essen zu. Und ich decke den Tisch. Und wie sieht ein typisches Frühstück in Amerika aus? Bei meiner Familie besteht Frühstück hauptsächlich aus Cereal mit Milch. Entweder normale Milch oder Mandelmilch. In Amerika gibt es zahlreiche Sorten von Cereal. Meine Frau und Kinder mögen Bio-Granola. Daneben essen sie entweder einen halben Bagel mit Frischkäse geschmiert oder ein Muffin. Das hier ist ein Heidelbeer-Muffin, hausgemacht von mir. Und zum Trinken ein kleines Glas Orangensaft. So frühstücken meine Frau und Kinder, aber wie frühstücke ich? Während der Arbeitswoche frühstücke ich nicht zu Hause, weil ich um 6 Uhr losfahren muss. Deswegen packe ich mein Frühstück ein. An meisten Tagen esse ich das Gleiche. Haferflocken mit Mandelmilch und ein wenig Zimt und Stevia. Wo esse ich? In meinem Büro. Ein typisches Mittagessen in den USA beinhaltet ein Sandwich mit Lunchmeat und Käse und vielleicht Salatblättern und eine Tomatenscheibe. Lunchmeat ist das amerikanische Wort für dünne Scheiben von Fleisch, Schinken oder in diesem Fall Hähnchen und Truthahn. Auch beliebt in den USA ist das Peanut Butter and Jelly Sandwich oder PB&J. Das ist ein Sandwich mit Erdnussbutter und Fruchtjelly. Es ist sehr beliebt bei Kindern in den USA. Das durchschnittliche amerikanische Kind wird 1500 Peanut Butter and Jelly Sandwiches essen, bis er oder sie 17 Jahre alt ist. Das PB&J ist beliebt auch bei vielen Erwachsenen. Wir Amerikaner essen 3 Pfund Erdnussbutter pro Person pro Jahr. Also, was steht in meiner Lunchbox? Ein Sandwich, ein Joghurt, ein Apfel,
Und Nüsse, die sind gebrannte Mandeln. Das ist ein typisches Mittagessen für mich. Und wo esse ich mein Mittagessen? Du hast erraten. Allein im Büro am Schreibtisch. Nach einem 2015 Bericht des Food Marketing Institute sind fast halb alle Mahlzeiten in den USA allein gegessen. 53% aller Frühstücken und 45% aller Mittagessen sind allein gegessen, ob zu Hause, im Auto oder am Schreibtisch. Es ist keine gute Gewohnheit, allein im Büro zu essen. Ich weiß es. Zum Mittagessen bekomme ich 1 Stunde Pause. In der ersten halben Stunde esse ich im Büro und schaue YouTube an. Bist du schon mal auf der Autobahn gefahren? Ja. Was war das Schnellste, das du je gefahren bist? Oh Gott, 180? Was? Was war das Schnellste? In der zweiten halben Stunde gehe ich in den Campus spazieren. Freitag ist ein besonderer Tag. An diesem Tag gehen meine Kollegin und ich zum Mittagessen aus. Wir lieben die Geselligkeit und größtenteils reden wir nicht über die Arbeit. Bevor ich Abendbrot diskutiere, möchte ich ein wenig über Fast Food reden. Die USA hat einen Ruf als eine Fast-Food-Nation und, um ehrlich zu sein, gibt's da was dran. Den US-Zentren für Krankheitskontrolle und Krankheitsverhinderung zufolge essen über 36% von amerikanischen Erwachsenen Fast-Food täglich. Und kein Wunder, es gibt eine Vielfältigkeit von Fast-Food-Restaurants in den USA. McDonald's, Burger King, Culver's and Wendy's, Taco Bell, and Chick-fil-A. Ich habe schon gesagt, Amerika ist das Land von los, los, los. Daher stimmt es auch, dass Amerika das Land des Drive-Thru-Window ist. 20% aller Mahlzeiten in den USA sind im Auto gegessen. Im Großen und Ganzen bin ich kein Fan von Fast Food, aber ich muss eine Schwäche gestehen. Chick-fil-A ist der Hammer. Das hier ist ein gegrilltes Hähnchen-Sandwich mit Tomate und Salatblatt und einer Beilage von Waffle Fries mit Chick-fil-A Sauce. Diese Sauce ist eine einzigartige Kombination von Barbecue-Sauce, Honigsenf und Ranch Dressing. Sehr, sehr lecker. Während ich mein Mittagessen esse, kannst du dir das nächste Teil dieses Videos angucken, Abendbrot. Nach demselben 2015 Bericht, von dem ich früher zitiert habe, ist Abendbrot wirklich die einzige gemeinsame Mahlzeit in den USA. Fast 75% aller Abendbrote in den USA sind gemeinsam gegessen. Für meine Familie ist es sehr wichtig, dass wir Abendbrot zusammen essen. Wenn die Kinder sportliche Aktivitäten haben, verschieben wir die Mahlzeit nur, damit wir alle zusammen essen können. Also, was sind unsere Gewohnheiten und Sitten zum Abendbrot? Und wie sieht Abendbrot bei uns aus? Ich zeige euch. Gegen 17 Uhr komme ich von der Arbeit zu Hause an und wir essen gewöhnlich gegen 18 Uhr. Meine Frau und ich teilen die Aufgabe, Abendbrot zuzubereiten. An einem Tag hat sie die Aufgabe und die habe ich am nächsten Tag. Apropos Aufgaben. Haben meine Kinder auch Aufgaben vor und nach dem Abendbrot. Vorm Abendbrot deckt Lucia den Tisch und Angelo gießt die Getränke. Wir trinken gefiltertes Leitungswasser.
Meine Frau ist sehr organisiert und ich kann es euch beweisen. Das hier ist unser Abendbrotkalender. Meine Frau plant jedes Abendbrot für den Monat im Voraus. Guckt mal. LO bedeutet Leftovers oder Reste essen. Manchmal ist Dienstag Taco Tuesday. Im Sommer grillen viele Amerikaner gerne und wir gehören dazu. Meine Kinder und ich mögen Truthahn-Burgers, aber meine Frau isst lieber Gemüseburgers. Freitags bei uns sind immer Pizzatag. Samstag ist ein offener Tag und diesmal grille ich Lachs. Eine beliebte Sitte bei uns beim Abendbrot ist Best Thing Today oder Bestes Ereignis heute. Jemand ruft Best Thing Today und wir kommen alle an die Reihe, etwas Gutes mitzuteilen, das uns heute passiert ist. An den meisten Tagen ist die gute Nachricht eine Kleinigkeit. Egal. Wichtig nur ist, dass wir uns im Rahmen eines gemeinsamen Essens an unsere täglichen Segen erinnern, auch wenn sie kleine Sachen sind. Nach dem Essen haben wir alle weitere Aufgaben. Debbie wischt die Krümel vom Tisch, Gianna kehrt den Boden, Angelo sprüht, Lucia sammelt den Müll auf und ich bringe ihn weg. Und danach, nachdem alles fertig ist, bereite ich das Frühstück zum nächsten Tag vor. Sonntag ist ein besonderer Tag bei uns. Nachdem wir zur Messe gehen, bekommen wir manchmal Bagels. Heute koche ich Pfannkuchen mit Schokoladentropfen. Die sind sehr beliebt bei meiner Familie. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, gebt mir bitte einen Thumbs up. Falls ihr Interesse an Florida habt, versuche ich ein Video im Monat hochzuladen. Ich heiße Brian und ich mache diese Videos, um mein Deutsch zu üben. Meine Frage für euch: Was sind eure Sitten und Gewohnheiten bezüglich Mahlzeit? Lasst mich bitte einen Kommentar. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Monat und guten Appetit.